2017, als wir den Theatersaal, der fast voll besetzt war, räumen mussten wegen einer Bombendrohung. Ich habe damals relativ klar Stellung bezogen, dass unser Haus ein offenes, liberales und auch ein vielfältiges Haus ist und habe mich da eindeutig positioniert gegen die AfD. Und das führte zu großem Tumult in Medien, aber auch natürlich im Kontext der Partei. Eine Woche später, nachdem dieser Shitstorm, man kann es nicht anders nennen, gekocht hat, hatten wir sogar eine Bombendrohung. Das war wirklich schlimm, aber es war auch richtig und wichtig, das gemacht zu haben. Um die Jahre ab 2014, als ich so merkte, ja, dass da irgendwas im Fluss ist, seitdem haben wir ja auch unser Respekt-Logo, ja, Respect Each Other. Dann auch in den Grand-Shows, die wurden ein bisschen politischer dadurch, weil wir einfach diese Diversität, diese Vielfalt vorleben, zeigen, auch als etwas Hoffnungsvolles, als etwas Optimistisches. Und ich habe dann auch versucht, zusammen mit Oliver Hoppmann als Regisseur, dass wir so einen Sinn und eine Tiefe in die Shows bringen, also nicht nur so Bilder zeigen, sondern Messages. Was ist Berlin? Wie fühlt sich eine Show in Berlin an? Und das war der Geist, der zu dieser Zeit hier herrschte, der auch bis heute anhält. Diese tolle Handwerklichkeit und diese Schneiderkunst, die fast nur im Theater findet, das ist fast wie alta moda, habe ich hier wieder gefunden. Das allererste Meeting mit Christian Lacroix, der für die Produktion Show Me einen Teil der Kostüme hergestellt hat. Und damals haben Roland Welke und Jürgen Nass, die beiden Regisseure, Christian die Vision für die neue Show dargelegt. Und Christian war wirklich ein unbeschreiblicher Zuhörer, hat sich das alles genau angehört und in sich aufgesaugt und man hat das gemerkt. Und dann hat er ganz verschmitzt wie Whoopi Goldberg über seine Brille rübergeschaut und hat gefragt, ihr wollt also Show-Couture für eure Bühne, Haute Couture, die man dann 500 Mal waschen kann? Und damit war die große Herausforderung auch klar. Wie schaffen wir es mit solchen besonderen Designern wie Lacroix, Mugler, Tracy und natürlich Jean-Paul Gaultier zusammenzuarbeiten und ihre Kunst, ihre Magie bei uns auf der Bühne zu zeigen. Als ich angefangen habe, wurde mir gesagt, okay, der Intendant wird geduzt. Habe ich gesagt, da kann ich nicht. Ich habe noch nicht einen Intendant vor meinem Leben geduzt, wurde immer gesitzt. Und das macht schon sehr familiär, vielleicht nicht das Wort, aber der Abstand kleiner. 2019 war das erfolgreichste Jahr in der Geschichte des Palastes. Und wir sind 2020 gestartet und haben überlegt, okay, wie lassen wir Vivid auslaufen, wie präsentieren wir die neue Show. Und ich weiß noch, am 10. März hatten wir das Gespräch. Bernd Schmidt, unser Intendant und Geschäftsführer, rief mich an und meinte, es gab gerade eine Runde mit allen Intendanten und Intendantinnen der anderen Häuser Berlins. Und die Politik hat beschlossen, alle Häuser zu schließen für die nächsten 6 Wochen. Ich habe circa noch 10 Minuten Zeit, dann wird es wahrscheinlich in den Medien durchsickern und bis dahin sollten wir uns vorbereiten. Wir haben 10.000 Tickets in 2 Tagen zurückerstattet und keiner wusste, wie es wirklich weitergeht. Was mich unglaublich beeindruckt, ist, wie das Team am Palast miteinander harmoniert und funktioniert. Und es wird besonders deutlich in den Momenten, wo wir sehr eng zusammenkommen müssen. Das war natürlich nach der Pandemie, die uns so wahnsinnig bewegt hat, dann auch der Fall. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, nach der Pandemie die größte Show auf die Bühne zu bringen, die dieses Haus ermöglicht. Unser Ensemble, was trotzdem zu Hause weiter trainiert hat, es war eine ganz verrückte Zeit. Wir haben versucht, Sachen umzustellen, die Digitalisierung voranzutreiben, auch im Haus, um dann natürlich auch aus der Pandemie zurückzukommen mit einer schönen neuen Produktion. Und das war Arise. Und ich kann mich noch wie heute daran erinnern, nach so langer Schließzeit und kein Gastkontakt, ging es dann endlich wieder los mit der neuen Produktion. Und in unserer ersten Preview haben Dr. Bernd Schmidt und ich die ersten Gäste begrüßt und haben uns so gefreut, dass das Haus wieder aufgemacht werden konnte, auch wenn nicht in voller Kapazität, da wir mit großen Abständen spielen mussten. Ich glaube, dass wir dieses Zeitgefühl so gut treffen, das macht den Erfolg des Hauses aus. Wir ruhen uns auf dem Erfolg nicht aus, wir challengen uns immer wieder neu. Es ist was Besonderes, was es sonst auf der Welt einfach nicht gibt. Gehört auf die persönliche Bucketlist, wenn man nach Berlin kommt, muss man in den Palast gehen und eine Produktion gesehen haben, weil auch von 9 bis 99 für alle was dabei ist. Es gibt verschiedene Momente, sie sind sehr modern, wir haben aber auch klassische Momente mit dabei. Es ist einfach ein schönes Zusammenspiel auch für uns und das macht für mich auch den Palast so einzigartig, dass wir wirklich alle mitnehmen wollen auf diese Reise, von jung bis alt und ja, einfach verzaubern auf so vielen Ebenen.